Moment, Sie? Oh, nein, danke. Oh nein, ich bin gerade im Stress. Ich mache eine Fernsehsendung, die heißt C'est la vie. C'est la vie, alles. Haben Sie Lust, das Ihres Lebens zu erzählen? Ja, ich bin gerade vom Zahnarzt. In meinem Leben geht länger sein. Das geht wirklich länger. Ja, ich weiß schon was. Haben Sie einen Moment, Sie? Nein. C'est la vie. Ja, c'est la vie. Und es ging darum, dass Sie mir da rein würden, Ihres Leben erzählen. Ja, bitte. Jetzt. Haben Sie Lust? Ich bin gekommen. Mein Leben, Ja. das ist so bizarr. Ich weiß nicht, ja. Jetzt ganz kurz. Spitz. Ja? Ja, sag aber nein. Ja. Gut. Legen Sie mich nicht rein. Nein, überhaupt nicht. Nein, geht oben. Also mein Name ist Sutter Mary. Ich werde jetzt 44. Aufgewachsen bin ich im Bündnerland, in Zitzer. Und bin die jüngste von 7 Geschwistern, die mich alle total verwöhnt haben. Die Jugend habe ich dort verbracht, die Lehre habe ich in Chur gemacht. Dann bin ich mit meinem Mann in Aargau gezügelt, habe dort im Feldbau geschafft. Da mein Mann dann sich beruflich immer weitergebildet hat, habe ich auch immer zügeln. Dann sind wir auf Unterägeri. Von Unterägeri sind wir dann auf Breitenbach, eben hier im Schwarzbubenland. Und haben vor über 20 Jahren eine Bäckerei-Konditorei gekauft, die wir immer noch betreiben. Kinder habe ich keine eigene. Seit 3 Jahren haben wir einen Pflegesohn, Frederik, der 18 wird. Einen Hund haben wir noch, Labrador, eine ganz liebe. Und mein Mann ist auch noch politisch tätig neben dem Beruf, im Kanton Solothurn. Und auf Basel komme ich sehr gerne, weil immer die Stadt ein bisschen brauchen. Das Leben, die Leute, ein bisschen etwas anderes. Andere Luft. Das Leben ist nicht so spektakulär, eigentlich eher ruhig verlaufen in guten Bahnen. Auch Kindheit? Kindheit sehr, ja. Einfach aber schön. Gute Familie, liebe Eltern, die leider nicht mehr leben. Und einfach, da hatte ich kein Problem mit der Jugend. Was haben die Eltern gemacht? Mein Vater war beim Berufsmilitär, was dann gar nicht beliebt ist zu der Zeit, als ich in die Schule bin. Und meine Mutter war Hausfrau. Was heisst nicht beliebt? Ja, zu dieser Zeit, also vor 25, 30 Jahren, ist das Militär so. Wenn man gesagt hat, der Vater ist beim Militär, ist das nicht ein Kompliment gewesen. Dann haben alle ja nur geflucht über das Militär. Aber wir haben es gleich überlebt. In der Jugend war ich sehr verrückt, eine Wilde, ein bisschen ausgeflippt, ein Hippie, was man heute eigentlich nicht mehr mir angesehen. Da haben wir noch gerne ein bisschen verrückte Sachen, aber ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Und was hat der Vater dazu gesagt? Der ist natürlich fast ausgerastet. Die Jüngste war die Schlimmste. Aber die Mutter hat das immer ein bisschen geschlichtet. Wenn ich mit dem kürzesten Rock raus bin, habe ich einen langen Mantel drüber und dann einen Briefkasten tun. Und meine Mama hat dann den Mantel wieder reingenommen. So hat sich der Vater gar nicht mehr so aufregen. Sind die Einzigen, die so wild waren? Ja, also meine einen Brüder vielleicht noch, aber bei den Burschen ist es vielleicht immer ein bisschen anders. Das wird dann von den Eltern toleriert, dass dann das Mädchen halt so tut. Und Buben gern gesehen. Buben gern gesehen? Ja, in der Jugend ist ja normal, oder? Wenn meine Eltern geschumpft haben, wenn ich spät heimgekommen bin, habe ich immer im Gang unten gerufen, wenn wir etwas machen, gehe ich gerade wieder. Und dann haben sie mir immer freies Geleit ins Zimmer gegeben und haben mir nichts gemacht. Das konnte ich natürlich auch noch machen, weil meine Eltern sind natürlich auch ältere Eltern gewesen. Da ich ja von 7 die Jüngste war. Wie alt war denn der Älteste im Vergleich? Also meine älteste Schwester war 13 Jahre älter als ich. Und dann, die haben gar nicht mehr so mögen. Sich umschlagen mit mir, ja. Sind alle schon geheiratet und ein Kind gehabt? Ja, fast alle, ja. Ausser 2 Brüder, die ich habe noch. Die dann eigentlich mit mir aufgewachsen sind. Die Eltern sind natürlich eben schon aus dem Haus gewesen. Und sonst, ausser dass ich geraucht habe, habe ich nichts gemacht. Keine Drogen genommen, Gott sei Dank. Das hat es nicht gegeben damals? Doch schon. Aber irgendwie hat mir nie jemand angeboten. Ich weiss nicht, ob ich noch probiert hätte. Im jugendlichen Leichtsinn. Aber das ist nie passiert. Und das war alles in Zitzers, die Jugend? Ja, und Chur, ja.
Und ich habe dann meinen Mann früher kennengelernt und er war eigentlich ein vernünftiger Mensch im Gegensatz. Ist er älter gewesen? Ja, so 4 Jahre, aber man hat schon gemerkt. Er hat dann... er ist nicht so wild gewesen. Also er ist der ruhende Pol, im Gegensatz zu mir. Und was hat er gemacht? Er ist Bäcker-Konditor und hat dann Meisterprüfung gemacht und dann haben wir eben, hat er sich immer weitergebildet, bis wir dann das kaufen können. Aber Sie haben eine andere Ausbildung, also Sie sind in der Mode? Ja, auf der Modebranche, ja. Und haben das immer so toll gefunden, so lässig und immer gedacht, Brot verkaufen sei doch der grösste Blödsinn. Und dabei ist es viel schöner. Bei uns kommt jeder rein, kauft etwas, freut sich meistens noch dran, hoffentlich. Und es ist viel schöner. Und auf dem Land ist man natürlich sowieso, es sind alles fast Leute, die man kennt. Jeden Tag, gute Laune. Also Sie sind dann richtig fortgezogen mit Ihrem Mann? Ganz fort, ja, gerade nach der Lehre dann. Und die Eltern haben das gut gefunden? Ja, also es geht noch. Sie sind froh, ich bin ja mal endlich gegangen, weil wir immer Krach hatten dann. Nachher haben sie wieder nicht. Aber ich denke immer, man muss auf eigene Beine stehen. Und dann bin ich schon mit meinem Mann vorgezogen und das hat mir schon nicht so gefallen. Aber es ist ja nicht im gleichen Dorf. Ja, es ist ja auch schon bald 30 Jahre her. Aber haben Sie sich dann wieder versöhnt mit Ihren Eltern? Ja, ja. So. Das war nicht so, dass man nicht geredet hat. Aber ja, ich bin auch eher ein bisschen eingestellt natürlich. Konservativ. Vor allem mein Papa. Frauen, die können ja eher ein bisschen umdenken als Männer. Denke ich. Und Ihr Mann? Also mein Mann hat sich immer verbessert im Laufe der Jahre. Vom Konservativen? Ja, er ist auch eher konservativ, aber ich habe ihn dann ein bisschen geändert. Und sein Denken ist viel grosszügiger als dazumal natürlich. Er lässt mich und wir ergänzen uns gut. So er ruhiger ist, besonnener. Und ich bin ein bisschen die Verrückter. Geschwinder an der Decke ist er natürlich. Ist gerade ideal, wenn ich beide gleich sind. Und dann sind Sie von einer Bäckerstelle zur Also anderen er gegangen? ja. Und ich habe dann einfach geschafft. Einmal gerade was, ja. Ich habe immer geschafft. Also auf der Mode oder einmal habe ich an einem Kaffee geschafft. Einfach hat mir auch gut gefallen. Ich habe immer sehr gerne die Leute gehabt, Menschen. Also die Begegnung mit den Leuten. In einem Büro sitzen wäre nichts für mich. Also Sie ist dann vorne der Bäcker einfach verkaufen und Ja. Ihrem Mann der Bach? Ja. Ich habe dann noch 3 Verkäuferinnen. Und er hat hier auch noch etwa 8 Leute. Wobei wir Lehrlinge haben, 6 Stück, und die fordern einem. Aber man bleibt auch immer auf dem Laufenden. Und weil wir nie Kinder hatten, haben wir immer gedacht, wir machen ein bisschen etwas. Einfach für die Jungen. Das ist aber noch eine grosse Bäckerei. Ja, gross, so mittel, schon eher noch klein. Also man hat noch alles ein bisschen, ist noch überschaubar. Sie müssen mal am Morgen um 6 Uhr kommen, dann haben wir schon oft den Laden. Können Sie schon alles fast haben. Und es macht Ihnen nicht aus, immer so früh aufstehen? Ja, sie tut es auch einteilen, dass ich nicht immer so früh muss auf. Heute habe ich zum Beispiel frei. Und schlafen Sie aus? Ja, ja. Aber wenn es sein muss, muss es halt sein. Müssen macht mögen. Ich bin zwar eher ein Nachtmensch, aber ich stehe immer auf, wenn ich muss. Dann bin ich einfach da. Müssen macht mögen? Ja, ist es so. Man muss einfach halt sich durchringen. Wenn ich auf bin, habe ich kein Problem, nur bis ich auf bin. Das ist das Schlimmste. Was haben eigentlich die anderen Geschwister für Berufe gemacht nachher? Mein einer Bruder ist ein Bücherexperte. Einer hat Elektriker gelernt, ist aber nachher auf Pfleger umgestiegen. 2 Schwestern haben Verkäuferinnen gelernt. Ja, ist glaube ich schon. Und Sie sehen die alle noch? Also ein Bruder ist leider vor 2 Jahren gestorben, gerade der 3 Jahre älter ist als ich, an einem Hirnschlag. Und die anderen sehe ich schon, aber natürlich Teil mehr und Teil weniger. Wir haben jedes Jahr im Bündnerland ein Treffen alle. Im Elternhaus? Nein, lebt niemand mehr im Dorf, wo wir aufgewachsen sind. Dann machen wir es einfach in einem Restaurant. Aber das Elternhaus gibt es noch?
Das haben wir nur gemietet und das haben wir nicht mehr. Meine Eltern, das war ihnen viel zu gross dann. Und dann sind sie später in eine Wohnung gezogen. Aber das gibt alles, ja, ist alles vorbei. Und Heimweh habe ich nicht gross, nur manchmal im Winter ein bisschen. Wenn hier keinen Schnee hat. Und wenn Sie nicht arbeiten in der Bäckerei, was machen Sie dann? Dann gehe ich viel mit dem Hund. Tennis spielen tue ich fürs Leben gerne. Vor allem Doppel. Und, Mit Ihrem Mann? Ja, er spielt natürlich auch Tennis, aber schon anders ein bisschen als ich. Ich würde sagen, schon ein bisschen besser. Es gibt sich auch mehr Mühe. Und sonst tue ich eigentlich auch noch gerne lesen. Oder gar nichts. Oder eben lesen lassen, Basel. Und Fernsehen schauen auch. Am liebsten habe ich Krimi. Wie viel Mord und Totschlag. Ah ja? Ja. Und so ein bisschen gruselige Filme. Dass ich nachher Angst habe. Ich habe nicht so gerne Liebesdrama mit Scheidungen und Zeug und Sachen. Solche Filme habe ich nicht gerne. Ich lieber sonst. Mit ein bisschen Action drin, ein bisschen Thriller, so. Aber bei Ihnen hat es nie ein Ehedrama gegeben? Nein, eigentlich nicht. Es ist gut verlaufen bis jetzt. Die kleineren und die grösseren Kräche, die man einfach hat in fast 30 Jahren. Aber das ist normal. Und mir denkt, je länger man geheiratet ist, desto ruhiger wird man. Und mehr tut man fast akzeptieren und nicht mehr immer schimpfen. Wenn der Mann das anpasst, rumliegt und die Kleider herwirft. Das macht der Mann? Ja. Aber ich habe aufgegeben zum Reklamieren. Er hat sonst gute Seiten. Muss man sich halt an denen heben. Was für ich denn? Ist ja lieb, immer bringt mir jeden Morgen Kaffee ins Bad, wenn ich auf bin. Jeden Morgen. Immer bin ich die Nummer 1 für ihn. Er hat mich immer verwöhnt. Alle Jahre. Auch heute noch. Ist immer zu mir gestanden. Wirklich lieben. Kein Fehler aus der Zapfenstadtstube? Ja doch, wir sind ja beide im gleichen Betrieb und da gibt es auch manchmal Reibereien, aber das ist nicht so wesentlich. Das ist nicht so wichtig, die sind nachher wieder weg. Ich bin nicht lange nachtragend, nur kurz, aber heftig. Ihre Eltern sind gestorben? Ja, leider. Es ist sehr komisch, wenn man von jemandem mehr Kind ist. Das hat mich immer ein bisschen beschäftigt. Meine älteste Schwester war dann eigentlich immer so ein bisschen die zweite Mutter. Wie lange ist denn das her? Also meine Mutter ist jetzt 12 Jahre tot und der Papa 4. So, ja. Aber er durfte 86 werden, das ist ein schönes Alter. Meine Mama ist 75 geworden und hat einfach einschlafen. Sie war nie im Altersheim, nie im Spital, also im Alter ist einfach eingeschlafen. Von dem her ist es für sie ja ein guter Tag gewesen. Aber überraschend. Ja, sehr. Es geht einem auch lange nach dann. Aber ich denke, es ist doch einfacher, wenn jemand krank ist und man kann nicht helfen. Man muss sich sehen leiden. Also diese Variante ist mir sympathischer. Vor allem für den, der geht. Aber Mode ist schon noch wichtig. Ja, sehr. Ja. Ich liebe vor allem schwarz. Und so eben Leder habe ich gern und Lietensachen. Und Schmuck grob, also ich bin nicht der Feintyp. Ich habe gerne grosse Ohrringe, rechte Fingerringe. Nicht so das Feine. Und Blümchen und Gerüste. Eher das Rassige. Die Mode ist auch bei uns im Geschäft. Wir haben nie Shirt. So meine Verkäuferinnen immer einkleiden. Also sie alle schön oben das Gleiche haben, immer modern, ja. Und unten legen sie dann einfach Hosen oder Röcke in der gleichen Farbe alle. Und jeden Tag etwas anderes. Jeden Tag etwas anderes? Ja, also einfach immer Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Und dann einfach haben wir immer
Mindestens für 6 Tage immer. Jeden Tag etwas anderes. Was suchen Sie aus? Ja, also mit ihnen vielmal. Gehen wir zusammen auf Basel und dann gehen wir zu Nacht essen und dann gehen wir noch einkaufen. Ist eigentlich ein schönes Leben. Ja, kann nicht klagen. Ist wirklich. Sie haben nie klagen. Nein. Also ich habe auch keinen Grund gehabt, nie. Eigentlich ist es immer jemand da gewesen, der auch zu mir gestanden. Ich bin nie allein in meinem Leben. Es ist immer jemand da gewesen, die Eltern oder mein Mann oder meine Geschwister oder Kollegen. Ich hatte nie schwere Krankheiten gehabt und habe das Leben auch genossen und kann das auch. Ich habe kein Problem. Ich muss selber einfach auch ein bisschen ein Egoist sein und für sich auch schauen. Etwas macht, was einem Freude macht, nicht nur immer den anderen. Und das mache ich auch. Wobei ich die anderen auch immer verwöhne. Also zum Beispiel mit der Mode, mit den Kleidern kaufen, das meinst du? Ja, wobei ich immer arm bin. Sowieso mit der Mode gehe ich auch nicht immer das teuerste kaufen. Weil in einem Jahr lege ich es dann sowieso nicht mehr nach. Oder wir gehen auch gerne in die Ferien, in die Sonne vor allem. Und das gehen wir trotzdem im Geschäft, gehen wir immer. Gerade in 4 Wochen sind wir zu Lanzarote. Hoffentlich in der Sonne. Und ganz schön ist einfach auch, wenn man Tiere hat. Wir hatten 17 Jahre einen Papagei, wobei der immer das letzte Wort hatte. Er kann reden. Ja, das war schon lustiger. Was hat er gesagt? Ja, nur liebe Sachen, was wir ihm gesagt haben. Bist ja lieber, gehst schlafen, komm schmiessen, einfach so. Er war immer bei uns draussen, war ganz ein lässiger. Aber plötzlich ist er ganz bösartig geworden. In der Geschlechtsreife passiert das oft bei den Vögeln, also bei den Papageien. Und jetzt haben wir einen Platz gefunden, wo er einen Vogel hat. Also jetzt hat er einen Partner, einen Vogel, und mit dem versteht er sich. Das hast du nicht mehr bei Ihnen? Nein, leider nicht. Es war aber eine grosse Liebe. Das war frei in der Wohnung? Ja, wenn wir dort waren, immer, ist er mitgekommen, überall, in alle Räume. Stegen rauf, überall, ins Bad, am Sonntagmorgen ins Bett. Ja. Ja. Es war ein herrliches Tierchen. Aber frech. Und sonst der Hund? Das ist ganz eine Liebe. Fröhliche. Mit der Spazieren in der Natur, das tue ich schon viel, fast jeden Tag. Aber heute geht jetzt mein Mann. Und dann geht man richtig in den Wald, in die Natur, Streckung. Ja, der Hund muss ja auch ein Hund sein. Aber es ist schön. Und unser Pflegesohn ist auch ein Pflegeleichter. Ja, ein Lieber. Woher ist denn der? Der ist von unserem Dorf und ihm ist die Mami gestorben und nachher ist er zu uns gekommen, weil der ist mit seinem Vater nicht so gut ausgekommen und dann ist er zu uns gekommen und jetzt bleibt er auch nicht mehr. Wie alt ist der? 18. Und ist jetzt auch in der Lehre. Macht Berufsmatura, ist natürlich streng, aber jetzt hat er schon die Hälfte. Das mit kein Kind? Das ein Entscheid oder ist das einfach nicht gegangen? Nein, wir hätten es sehr gern gehabt, aber es hat einfach keine gegeben. Und ab einem gewissen Punkt habe ich gedacht, ich will nicht weitermachen. Also, man lebt auch ohne Kind. Ist auch schön. Man sollte ein Leben haben mit und eins ohne und dann könnte man... Das wäre noch lässig. Wobei jetzt durch den Pflegesohn, ich habe gerne jemanden im Haus. Also ich habe kein Problem, wenn auch Junge kommen, Kollegen, und sie haben Betrieb, ich habe das gerne. Aber als wir keine Kinder hatten, an dem sind wir dann nicht verzweifelt. Wir haben ja das Geschäft gehabt und genug Ablenkung und dann muss man es einfach akzeptieren. Das war eigentlich allgemein so, dass Sie das Leben akzeptiert haben? So Ja, aber es ist für mich auch einfach zum Akzeptieren, ja. Wenn man so ein Leben hat, wo man arbeiten kann und wichtig ist, dass man zufrieden sein kann im Leben.
Geschäft hat mir auch sehr gut gefallen. Gefällt mir auch heute gut. Bringt viel Abwechslung. Ich nehme auch Prüfung ab, der Verkäuferin oder so. Dann denken die sowieso immer, was kommt da für eine Böse. Sind Sie streng? Ja, also ich glaube nicht speziell. Also, man muss einfach immer auf alles schauen. Auf alle Umstände, aber gewisse Sachen müssen sie erfüllen, aber nicht unmenschlich oder so, gar nicht. Und ich finde es immer schade, wenn alle so Angst haben und denken, ein Ungeheuer käme. Warum denken Sie denn das? Ich glaube, das denken wir allgemein von den Experten. Ah, Ja, fast, also das habe ich dazu mal auch gedacht, als ich in der Lehre bin. ist Ihre Mann eigentlich ist gerade Ihre erste grosse Liebe gewesen? Ja, noch ein paar kleinere schon. Ja. Und ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass wir je heiraten. Warum nicht? Also ich war ja sehr jung, 16 und ja, wir haben gar nie so über das geredet. Wir haben es einfach auf uns zukommen. Und wir haben immer alle gesagt im Chef, ja, du bist noch so jung, du lernst noch Menge Mann kennen. Und so sind wir gar nie unter Druck gewesen. Und dann haben wir geheiratet und mir denkt, es ist immer besser geworden. Und mit wie alt haben Sie geheiratet? Mit 21. Am Anfang ist man eifersüchtig und misstrauisch. Und mit der Zeit ist es einfach schöner. Er akzeptiert mich immer, er hat mich nie unterdrückt natürlich. Das wäre nie gegangen, so einen Mann kann ich nicht brauchen. Wir waren immer gleichwertige Geschäftspartner, schwätzen einander nicht gross rein. Und durch die Politik ist er jetzt auch noch viel mal mehr fort. Also vor ein paar Jahren hätte ich das gar nicht wollen. Weil ich bin nicht gerne allein. Ich bin Kantonsrat seit einem Jahr. Und das ist natürlich schon bedingt, dass man gewisse Sachen halt hat und auch viel eingeladen wird. Oder? Dort und dort. In welcher Partei ist er denn? FDP. Das ist hier hinten ein bisschen ziemlich verbreitet bei uns im Schwarzbubenland. Und will er noch weiter rauf? Ja, das wäre noch ein langer Weg. Ein langer und ein teurer Weg wäre das, ja. Der Nationalrat. Ich tue ihn schon unterstützen, aber nicht, dass ich jetzt die treibende Kraft bin, dass er für das und das. Also wenn er zu etwas im Jahr sagt, helfen muss und unterstützen, aber ich bin schon froh, wenn er auch noch daheim ist. Und das andere, eine Stufe höher, ist eben sehr teuer und zweitens wäre Was meinen Sie mit teuer? ja, ich meine, wenn man so Nationalrat, Für den Wahlkampf? ja, kostet das einen Haufen und dann kommt man ja vielleicht nicht rein. Dann kommt man ein paar Mal in die Ferien. Oder gehen lädeln? Ja. Wir könnten es nicht brauchen in der Politik. Warum nicht? Weil sie viel zu direkt wären. Nein, das gehört nicht. Aber einen Wunsch hätte ich gleich noch in meinem Leben. Das wäre, dass ich mal der Pfarrer sein und Beicht abnehmen. Und alle würden zu mir kommen, beichten. Ah ja? Ja, weil wir früher, wir haben ja beichten noch in der Jugend. Hat er uns immer so viel Vater unser aufgeräumt. Für alle Sachen, die heute keine Sünden mehr sind. Sie würden sich gerne revanchieren. Ich wäre so wunderig, um einfach zu wissen, was die beichten. Ja. Und Sie selber gehen auch noch zu beichten? Nein. Also mir hat einmal eine Frau gesagt, als ich ein Kind war, hat mich sehr beeindruckt. Als ich beichten bin, hat sie gesagt, ihr müsst immer daran denken, ihr geht jetzt beichten. Aber das ist wie ein Bein gebrochen. Das Bein ist gebrochen, aber die Folgen müsst ihr gleich tragen. Und das hat mich schon von klein auf dann beeindruckt. Weil man hat ja dann immer gedacht, das Kind, jetzt gehen wir beichten und dann können wir wieder gleich weitermachen und wieder beichten. Und was sie gesagt hat, ist eigentlich ja wahr, ja. Die Folgen muss man doch selber tragen. Und am besten sündigt man nicht zu viel. Das ist ein Moment.